Heute klären wir, warum Coachings in Unternehmen immer wichtiger werden und welche Vor- und Nachteile Sie kennen und gegebenenfalls bedenken sollten. Führung neu denken. Immer mehr Unternehmen setzen Coachings für ihre Mitarbeiter und Führungskräfte ein und sind dabei sehr erfolgreich. Thomas Landwehr und ich, wir klären heute einmal die Vor- und Nachteile für interne und externe Coachings. Wir klären die Gründe dafür, warum Coachings immer wichtiger werden, und wir geben Ihnen ein paar Entscheidungshilfen mit. Thomas, warum ist denn das so? Warum werden Coachings immer wichtiger in Unternehmen? Das mit Abstand wichtigste Auslöser für den Coaching-Boom ist die Tatsache, dass die Arbeitswelt unendlich komplex geworden ist in den letzten Jahren, und sicherlich wird sie von Jahr zu Jahr noch komplexer werden. Und auf Komplexität mit Standardisierung zu antworten, wäre die falsche Vorgehensweise. Je komplexer, je mehr Individualisierung ist erforderlich. Damit ist Coaching die individuellste, konkreteste, effektivste Methode mit hohem Praxisbezug. Und ich denke, das ist auch der Grund dafür, warum Coaching sich so positiv entwickelt hat über die Jahre. Ja, ich habe ja auch lange Zeit als Coach Manager begleitet und kenne im Wesentlichen die externe Perspektive. Aber wenn ich meine Klienten mal gefragt habe, warum sie sich denn jetzt für die meistens teurere Variante entschieden haben, einen externen einfliegen zu lassen, dann habe ich vor allen Dingen gehört, ich möchte vor allen Dingen externe Impulse haben und nicht von Leuten beraten werden, die hier alle auf meiner Lohnliste stehen. Und das ist etwas, was Manager, Führungskräfte häufig berichten, dass eben in ihrem Dunstkreis im Wesentlichen eben Menschen sind, die von ihren Entscheidungen auch abhängig sind, die oftmals ein Interesse haben, ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren und von daher oftmals eben auch ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam sich dann so verhalten, wie sie glauben, dass ihr Chef das gut findet. Und wenn du aber auf der Suche nach Visionen bist, auf der Suche nach einer Perspektive, die möglicherweise auch bestehende Regelungen in Frage stellt, dann bist du oftmals mit einem Externen, der eben nicht im System steckt, der den naiven Blick der Unvoreingenommenheit mit in das Unternehmen bringen kann, bist du oftmals besser beraten. Ja, Thomas, gibt es denn aus deiner Sicht da auch Beispiele aus der aktuellen Unternehmenskultur? Mir fällt da das Beispiel Adidas ein. Also Adidas hat 2018 festgestellt, dass sie ein Millionenbudget für externe Coaches ausgeben. Nicht, dass sie das jetzt bereut hätten und sagten, oh, also was soll das eigentlich, falsch investiertes Geld? Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben schon gesagt, Coaching ist ein tolles Tool, nur wir wollen es mal für uns selbst machen. Und wir bilden intern Coaches aus. Und dann setzen wir ein eigenes Programmkonzept auf, und das haben sie dann auch gemeinsam entwickelt. Und dann war als erstes die Frage, wer hat Lust darauf, wer hat Bock mitzumachen, sozusagen. Das war relativ schnell, dass es viele Interessenten dafür gab. Die mussten dann ausgebildet werden, qualifiziert werden. Da hat Adidas auch richtig nochmal investiert, tolle Coaching-Programme und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Dann haben sie das intern weiter kommuniziert, dann haben sie ein Matching-System implementiert, also wer findet den richtigen Coach, den passenden Coach. Es gab ein Auftragsklärungsverfahren, es waren immer mehrere Coaches im Angebot, sodass sich der jeweilige Mitarbeiter dann jemanden aussuchen konnte, wo er sich am wohlsten fühlt. Und so ist dieses Projekt dann entstanden, und es ist insgesamt eben sehr, sehr erfolgreich verlaufen. Ja, der Vorteil eines internen Coaches ist ja oftmals, dass er im System steckt und alle Abläufe sehr genau kennt. Der kennt den Buschfunk oder den Flurfunk. Der weiß also auch, was so auf den Kanälen der Beiläufigkeit dann kommuniziert wird.
Das kann aber eben manchmal auch genau der Nachteil sein, eben im System zu stecken. Es gibt ja oft auch den Ansatz zu sagen, jemand, der im System steckt, möglicherweise Teil des Problems ist, kann nicht gleichzeitig auch Teil der Lösung sein. Oftmals sind Lösungen für Systeme, die Konflikte haben, einfach von außen notwendig. Und von daher kann ich das sehr unterstreichen. Und es gibt ja die Geschichte von Baron von Münchhausen, der sich an seinen eigenen Schopf samt des Pferdes aus dem Morast gezogen haben will. Das heißt, da war die Lösung tatsächlich innerhalb des Systems möglich. Ob das für Unternehmen immer so funktioniert, das wage ich dann zu bezweifeln. Ja, Frank, Unvoreingenommenheit, nicht Teil des Systems zu sein, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal. Ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, ist nochmal das Thema Qualifikation. Nicht, dass ich sagen würde, die internen Coaches sind nicht ausreichend qualifiziert. Ich hatte ja gerade berichtet, dass Adidas da auch sehr umfassend ausgebildet hat. Aber auf der anderen Seite sind es dann ja auch nebenberufliche Coaches, jedenfalls in der Regel. Es gibt auch vollberufliche interne, aber in der Regel sind es dann nebenberufliche Coaches und ein externer Coach, der tagtäglich damit beschäftigt ist, in Vollzeit, der ständig neue Menschen, neue Unternehmenskulturen und Unternehmenssysteme kennenlernt, entwickelt dann doch eine etwas höhere Kompetenz über die Jahre. Ja, Thomas, aus deiner Perspektive, was würdest du denn zusammenfassend sagen, wann macht internes Coaching Sinn, wann macht externes Coaching Sinn? Wenn es darum geht, persönliche Weiterentwicklung zu fördern, spezielle Top-Entscheider zu unterstützen in ihrer Situation, in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, dann ist ein externer Coach, denke ich, besser, die bessere Entscheidung, die bessere Wahl. Hat man allerdings im Auge auch umfassende kulturelle Veränderungen zu initiieren. Also eine Coaching-Kultur im Unternehmen einzuführen, Feedback-Kulturen, eine Kultur des Voneinander, Miteinander Lernens. Dann ist, glaube ich, die Vorgehensweise von Adidas über die internen Coaches die bessere Variante. Ja, Thomas, Führungskräfte werden immer mehr auch zum Coach ihrer Mitarbeiter. Und welche Fallstricke und Gefahrstellen es dort gibt, das besprechen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf, Frank. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.